die Struktur, die drin war letztendlich, wie es aufgebaut war. Es war einfach alles dabei. Wir hatten einen Tennistrainer, einen Fitnesstrainer, einen Physio da. Es war wirklich alles da. Wie gesagt, eine riesen Facility, die jetzt ja noch größer ist mittlerweile. Ich glaube, es war mit 11 oder 12. Das geht ja mittlerweile sehr, sehr früh auch los schon. Ja, das stimmt. Es war bei mir noch relativ spät. Irgendwann musste ich mich dann entscheiden, weil dann Fußballtraining immer mehr wurde, Tennistraining immer mehr wurde. Und irgendwann musste ich dann entscheiden, was ich machen will. Hey Leute, ich bin heute mit einem Freund. Darf ich dich als Freund nennen? Ja, ich denke mittlerweile schon. Doch. Mittlerweile schon. Wenn du Nein gesagt hättest, würde ich dich rauswerfen. Dann war es das mit dem Interview. Ich habe hier einen Freund, der nicht nur Tennisspieler ist, sondern auch in anderen Sachen sehr, sehr gut ist. Auch außerhalb vom Tennisplatz viel zu erzählen hat und viel macht. Ich würde einfach mal sagen, du darfst dich gerne vorstellen. Ja, also ich bin Kai Lemstra, ich bin 24 Jahre alt, bin Tennisprofi, wie der Dennis eigentlich auch letztendlich. Vielleicht 1-2 Jahre länger schon, weil ich ein Jahr eigentlich nur älter bin, aber schon relativ früh auf die Tour gegangen bin. Arbeite mittlerweile nebenberuflich auch, worüber wir später vielleicht noch ein bisschen reden können. Ja. Und ansonsten bin ich auf der Tour unterwegs viel. Wie du auch, bin mittlerweile in Augsburg, also lebe in Augsburg mittlerweile, bin aber in München aufgewachsen und groß geworden. Und ja, recht viel mehr habe ich so zu mir nicht zu sagen eigentlich erstmal. Aber du hast schon gesagt, in München aufgewachsen, bist jetzt in Augsburg. Vielleicht fangen wir wirklich vom Anfang an, also jetzt nicht bei der Geburt, aber ich würde auch sagen, dass wir uns relativ lang kennen. Du hast auch einen jüngeren Bruder, mit dem ich viel gespielt habe. Wir haben sogar selbst ein offizielles Match im Einzel, eins im Doppel, einmal auf dem nationalen Turnier, aber das würde ich jetzt nicht erwähnen, weil das Match ist, glaube ich, 1-0 für dich ausgegangen. Das weiß ich gar nicht mehr. Das, ist auch besser so. Aber ich weiß es noch, das ist das Problem. Und einmal im Doppel haben wir in Griechenland gespielt gegeneinander. Und ich würde sagen, dass du schon Tennis spielen kannst. Aber fangen wir einfach mal an. Bei wem hast du angefangen, Tennis zu spielen? Wie bist du überhaupt zum Tennis gekommen? Ich bin letztendlich durch meinen Vater zum Tennis gekommen. Der hat selbst in seiner Jugend viel gespielt. Er selbst sagt, er hat auch ein bisschen professioneller gespielt. Inwiefern das stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er immer Tennis gespielt sein Leben lang. Und das eben auch in Aschheim dann, wo mein Bruder und ich aufgewachsen sind. Aschheim in der Nähe von München, Genau, in der Nähe von München. Hat er dann in seiner Herren 30, 40, 50 Mannschaft gespielt. Mein Bruder und ich waren halt immer dabei und irgendwann, greift man halt mal zum Schläger und schlägt mal 1, 2 Bälle und so ging's irgendwie los. Und ich habe dann auch in Aschheim angefangen, die ersten Trainerstunden zu nehmen und dann noch mehr zu spielen. Wie alt warst du da circa? Weißt du das noch? Ungefähr. Ja, das erste Mal einen Schläger, dann hatte ich wahrscheinlich mit 3 oder 4. Ich glaube, die ersten Stunden hatte ich dann, also so Gruppenstunden irgendwie als Vereinstraining hatte ich dann mit 5 oder 6 sowas. Echt? Ungefähr. Von so früh? Ja, das war halt so einmal die Woche so ein bisschen Ballschule eher. Ja. Bei mir wurde es dann aber mit mehr Spielen, so in Richtung Kadertraining und sowas, war es relativ spät eigentlich dann tatsächlich. Ich glaube, es war mit 11 oder 12. Das geht ja mittlerweile sehr, sehr früh auch los schon. Ja, stimmt. Ja. Es war bei mir noch relativ spät. Aber schadet ja auch nicht. Und was kam danach? Also 11, 12. Ich weiß mit dem Hintergrund vielleicht, dass du im Landesleistungszentrum des Deutschen Tennisbunds warst. Und wie ist das, wie läuft das ab? Wie wirst du da entdeckt? Wie kommen die Leute auf dich zu? Weil mit dem Hintergrund natürlich, dass ich weiß, dass du dort trainiert hast, sogar sehr, sehr lange. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Also es war erstmal bei mir so, dass ich relativ lange eigentlich noch Fußball gespielt habe, auch nebenbei. Okay. Das weißt du vielleicht auch überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich relativ lang Fußball gespielt und irgendwann kam dann eben, ich meine, es war mit 11 oder mit 12 dann die Einladung zum Münchner Kader damals. Wo mich mein damaliger Trainer eigentlich zum Turnier zu einer, ich glaube, Münchner Meisterschaft damals angemeldet hatte. Und dann ist der Kadertrainer damals auf mich zugekommen, beziehungsweise auf meine Mutter natürlich zugekommen. Und hat mich da mal eingeladen zu so einem Sichtungstag, sage ich mal. Es war eigentlich gar kein offizieller Sichtungstag, sondern es war eigentlich so ein Trainingstag von denen, wo ich dann hin konnte und wo sie dann gemeint haben, schauen Sie sich mal an und dann sieht man weiter. Also kann man das ungefähr so vergleichen wie mit dem Scouting im Fußball? Ja, so in die Richtung. Das ist im Tennis gar nicht so normal. Normalerweise gibt es wirklich Sichtungstage, wo es
wo du dich anmelden kannst, sage ich mal, wo dann wirklich mehrere Spieler, also 20, 30 Spieler hinkommen und dann die Besten halt ausgesiebt werden letztendlich oder rausgesucht werden und die dann eben in diesem Kadertraining mittrainieren dürfen. Bei mir war es, wie gesagt, so, dass ich nicht auf einer Sichtung war, weil wir hatten uns damit nie beschäftigt eigentlich. Für mich war Tennis immer nur so ein Hobby nebenbei, sage ich mal, bis ich halt dann 11 oder sowas war. Und wurde dann eben eingeladen, bin da natürlich auch hin und irgendwann musste ich mich dann entscheiden, weil dann Fußballtraining immer mehr wurde, Tennistraining immer mehr wurde und irgendwann musste ich dann entscheiden, was ich machen will. Und ja, das wurde dann eben Tennis. Wieso? Wie kam die Entscheidung? Mich hat, also ich war immer eher ein Einzelsportler, ohne das jetzt irgendwie so zu meinen, dass ich immer alleine nur durch wollte, aber mich hat es immer extrem genervt, wenn ich selbst entweder gut gespielt habe und man trotzdem verloren hat oder ich schlecht gespielt habe und man dann irgendwie trotzdem gewonnen hat, obwohl man selbst überhaupt nichts geleistet hat irgendwie. Ja. Das war nie so voll mein Ding letztendlich. Und deswegen wurde es letztendlich Tennis dann, weil da war ich selbst dafür verantwortlich, was passiert auf dem Platz, konnte selbst entscheiden, was ich tue und das hat mir dann einfach mehr gefallen letztendlich. Okay. Und ja, in den bayerischen Kader und ins Landesleistungszentrum letztendlich bin ich dann ein paar Jahre später gekommen, wahrscheinlich so als ich 14 rum war, denke ich. Das lief dann tatsächlich über Sichtungen, beziehungsweise da gab es dann einen bayerischen Kader, der dem Münchner Kader übergestellt war, wo dann wieder jeweils die Besten aus den Kadern aus den einzelnen Bezirken eingeladen wurden. Da wurde ich irgendwann dann mal eingeladen und ich glaube, das Mindestalter, um eben dann in Oberhaching in dem Landesleistungszentrum trainieren zu können, war, glaube ich, dann 14 Jahre damals. Und als ich dann 14 wurde es eben angeboten, dass ich da trainieren könnte. Und das habe ich dann auch direkt angenommen und habe dann, seit ich 14 war, eigentlich nur noch dort trainiert letztendlich. Okay, erste Frage, wie lange warst du dort? Und zweite Frage, mit 14 bist du dann da hingekommen, du hast aber nicht dort, also es gibt ja das Internat, also soweit ich weiß, weil mein Bruder auch dort war. Es gibt das Internat für Leute, die halt ein bisschen weiter weg aus München wohnen, die sind dann immer montags bis freitags dort und haben dann am Wochenende dürfen sie nach Hause oder spielen dann nationale Turniere oder wie auch immer. Aber bei dir war es anders. Genau, dadurch, dass ich ja aus München letztendlich bin oder aus dem Münchner Raum bin und ich eigentlich so eine 20 Minuten Autofahrt nur hatte. Und tatsächlich in der Schule war auch, die sehr entspannt war, was Sportler angeht, weil wir ja dann doch mal die ein oder andere Woche haben, wo wir mal ein Turnier haben, wo man mal nicht in die Schule kommen kann, so dumm es klingt. War die Schule bei mir sehr entspannt, war auch so ein kleiner Sportstützpunkt für Schulmannschaften und Schulsport letztendlich. Und die waren da immer sehr entspannt mit, deswegen war es bei mir nie ein Stress, dass ich jetzt irgendwie in eine andere Schule hätte gehen müssen oder da weggehen müssen. Okay. Und dementsprechend habe ich dann entschieden, dass es für mich eigentlich keinen Sinn macht, da jetzt 20 Minuten weiter in ein Internat zu ziehen, sondern war dann quasi als externer Spieler dort und habe die ersten Jahre, als ich halt noch in die Schule gegangen bin, dann immer nachmittags trainiert. Da hat natürlich meine Mutter enorm geholfen, die dann jeden Nachmittag eigentlich zum Teil sogar zweimal nach Oberhaching und zurückgefahren ist, weil mein Bruder dann auch noch dort war. Ja. Da ist sie dann einmal mittags hingefahren, am Nachmittag hat sie den anderen dann hingebracht und dann hat sie uns nacheinander wieder abgeholt. Also es war schon eine Menge Stress auch für sie, glaube ich. Aber ja, sie hat für uns das Opfer gebracht, da jeden Nachmittag wirklich hin und her zu fahren und Mittagessen mit ins Auto zu bringen, dass wir dann noch schnell was essen konnten zwischen Schule und Training letztendlich. Wofür ich hier auch sehr dankbar bin letztendlich. Aber das hat es eben möglich gemacht, dass wir beide letztendlich zu Hause leben konnten und nicht da im Internat waren letztendlich, ja. Wann ist dein Bruder in die Tennisbase gekommen? Wie war es mit ihm? Und ja, sag einfach mal, wie. Also letztendlich ist er 2 Jahre nach mir in die Base gekommen. Okay, also er ist 2 Jahre jünger als ich auch. 2001, ja? Genau, ist dementsprechend dann auch 2 Jahre nach mir in die Base gekommen, als er halt dann auch 14 war. Ja. Letztendlich, wie es mit ihm war, es hat sich nicht so viel. Jetzt darfst du nichts Falsches sagen. Es hat sich gar nicht so viel geändert letztendlich eigentlich für mich, weil wir meistens in verschiedenen Trainingsgruppen waren. Also wir haben ganz, ganz selten miteinander trainiert eigentlich dort. Was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist dann, oder? Wir hatten ja immer die Möglichkeit, zu Hause miteinander zu trainieren, was ja eigentlich ein super Vorteil ist. Und dann war es dort vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir nicht so viel miteinander trainiert haben, sondern andere Trainingspartner hatten. Und auch dadurch, dass ich dann in der Schule auch
in höheren Klassen war und meistens dann länger Unterricht hatte und dann oft erst ab 16 Uhr trainieren konnte, weil ich dann bis 15 Uhr Schule hatte oder was. Und er dann schon um 13 Uhr fertig war und ab 14 Uhr schon Training hatte, sind wir uns gar nicht zwingend so sehr über den Weg gelaufen dort. Also es ist klar, so mal zwischen Fitness und Tennisraum irgendwie oder in der Umkleide mal oder sowas, aber auf dem Tennisplatz eigentlich haben wir uns fast nie gesehen letztendlich in der Zeit. Und wie gesagt, meine Mutter ist da dann 2-mal am Tag hin und her gefahren und hat uns dann irgendwie unabhängig voneinander da hin und her chauffiert. Von dem her hat sich da eigentlich nicht viel für mich geändert, als er dann dort war, letztendlich. Wie hat sich das, also du hast jetzt gesagt, dass deine Mama euch die ganze Zeit gefahren hat, mit euch gependelt ist die ganze Zeit. Ich kenne ja deine Mama und ich weiß, dass sie auch auf Turnieren unterwegs war mit euch immer. Also war das eigentlich schon so ein Fulltime-Job neben ihrem eigentlichen Job. Hast du das als stressig empfunden? Und hast du mal mit deiner Mama geredet, was sie dazu sagt zu der Zeit? Ob sie da irgendwas regrettet, irgendwie sagt, ja, hätte ich vielleicht anders machen sollen? Genau, wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, nee, letztendlich war es, also ich habe mit ihr nie so direkt jetzt drüber gesprochen, über die Zeit oder so speziell. Ich habe das zu der Zeit auch nicht wahrgenommen für sie als Stress, sondern für mich war das irgendwie selbstverständlich zu der Zeit. Wie es halt wahrscheinlich den meisten geht. Jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich noch mehr zu schätzen, weil ich einfach weiß, was es für ein Aufwand war und was es für ein Stress letztendlich war. Neben einem normalen Bürojob eigentlich letztendlich die ersten Jahre da hin und her zu fahren jeden Nachmittag und wirklich die Zeit zu opfern für uns. Ja, das ist nicht so ohne, ja. Das ist nicht so ohne und ja, muss man auf jeden Fall zu schätzen wissen, ja. Was war gerade noch die andere Frage? Du hattest noch als erstes gefragt. Wurscht. Andere Frage. Wie sah es denn mit dem Finanziellen aus? Ich weiß, dass die Tennis Space Oberhaching bzw. der DTB oder der BTV, ich weiß nicht, wer da das Ganze abdeckt, schon finanziell einen stützen kann oder stützt, aber natürlich nicht das Ganze vom BTB übernommen wird. Also sowas bei uns oder so kenne ich es bei meinem Bruder. Wollte ich einfach fragen, du musst nicht die Frage beantworten, wie sah es damals zu der Zeit, als du in die Tennis Space Oberhaching gekommen bist, weil die haben ja irgendwie gesagt, ja, du kannst hier trainieren, hast den und den Trainer, hast die und die Partner zum Trainieren. Finanziell ist es das und das Kontingent. Wie sah es da aus? Ja, also einen genauen Preis weiß ich gar nicht, ob ich sagen darf, werde ich jetzt auch nicht nennen, was wir damals gezahlt haben. Es war bei mir wahrscheinlich, wie es beim Marc auch war letztendlich. Ich hatte eine Förderung durch einen BTV. Ich hatte nie eine komplette Förderung durch einen DTB oder was, dass jetzt gesagt wurde, das Training wird komplett übernommen und du zahlst nichts dafür. Was es tatsächlich auch gibt, wenn man in den höheren Kadern letztendlich ist, aber da war ich aus irgendwelchen Gründen nie drinnen. Wahrscheinlich war ich einfach nicht gut genug. Ich wollte gerade sagen, spielerisch, aber ich glaube, dann wär's also ich weiß nicht. An den Ranglisten kann es nicht gelegen haben, aber es gab irgendwelche Gründe, warum ich da nicht drinnen war. Ich habe trotzdem durch den BTV eine Förderung bekommen. Also es war preislich in einem Rahmen, zumindest in dem Jugendbereich, bis ich dann 18 war, in einem Rahmen, wo es stemmbar war. Wie gesagt, meine Eltern haben da auch beide noch gearbeitet und haben das für uns komplett finanziert. Es war immer doppelte Belastung dann. Ja, klar. Finanziell bei uns. So wie bei uns. Also ja, genau, wie bei irgendwo euch auch gibt's letztendlich. Parallelen, gell? Ja. Ja, auch das ist so eine Sache. Es ging irgendwie immer. Man hat zu dem Zeitpunkt das so hingenommen, das war okay und die Eltern haben es ja gezahlt. Habe ich mir nie so riesengroß Gedanken drüber gemacht, zumindest in den ersten Jahren. Wenn man dann älter wird und ein bisschen mehr Gefühl fürs Geld kriegt letztendlich und was das wirklich kostet alles und da ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man schon, dass es auch damals natürlich nicht wenig Geld war, aber wie gesagt, im Verhältnis zu dem, was dann im Profibereich ein Trainer letztendlich kostet, natürlich also können wir so festhalten, wenn du in eine Akademie gegangen wärst, auch jetzt im Ausland oder so, hättest du deutlich mehr gezahlt als in der Tennis Space. Ich kenne Akademien, große Akademien in Deutschland, die nicht über einen Verband laufen, sondern die Privatakademien sind, wo man mittelhohe vierstellige Beträge zahlt im Monat. Im Monat. Das muss sich jeder mal vorstellen. Also wirklich ein Gehalt eigentlich, das man als Erwachsener so ausgezahlt kriegt, das einfach mal an Training weggeht. Da waren wir zum Glück im Jugendbereich zumindest noch weit weg.
in meiner Zeit in der Base. Ja, aber ich glaube auch, das ist mittlerweile teurer geworden. Ich weiß es nicht genau, ich kenne die Preise jetzt nicht mehr. Aber Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, du bist dann jetzt nicht mehr in der Tennisbase in Oberhaching. Wie lange warst du nicht? Wie viele Jahre? Ich meine, bis ich 20 war. Ich war 6 Jahre, glaube ich, dort. Ja. 6 Jahre in der Tennisbase hat es dich gehalten. Also muss auch einen Grund haben, wieso du dort geblieben bist. Was waren deine Trainer? Wer waren deine Trainer? Ich kenne ein paar, vielleicht kannst du ja ein paar Namen nennen oder vielleicht auch ein paar Aufgabenbereiche, die sie übernehmen, weil ich weiß, dass es ein paar Leute gibt dort, die arbeiten und jeder hat so seinen Teil, den er abdeckt. Kannst du ja vielleicht jemand, der noch nie was von der Tennisbase Oberhaching gehört hat, wie das Ganze abläuft? Ja, es gibt in Oberhaching letztendlich 2 Bereiche, sage ich mal, die voneinander, oder gab es zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade ist. Ich denke mal, es wird immer noch so sein. Es gab 2 Bereiche, die voneinander getrennt wurden. Das war einmal der Jugendbereich, also für alle, die unter 18 sind, und dann gibt es den Profibereich für alle, die über 18 sind. Das ist jetzt keine Grenze, wo jetzt gesagt wird, okay, einer, der jetzt 18 ist, darf nie mit einem trainieren, der älter, oder der noch nicht 18 ist, darf nie mit einem trainieren, der älter ist, sondern es kommt dann natürlich auch aufs Niveau drauf an, aber es gibt mal so diese grundsätzliche Abtrennung, mal so. Ja. Und dann gibt es natürlich Trainer, die für die verschiedenen Bereiche da sind letztendlich, die in den verschiedenen Bereichen trainieren. Bei mir war das damals der Bernhard Nohr, der bis heute wahrscheinlich einer meiner besten Trainer war, die ich jemals hatte. Einfach weil er mir sehr viel beibringen konnte in der ersten Zeit. Was vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet war, dass ich bei mir im Jahrgang einer von nur 2 Spielern war, die letztendlich in die Base gekommen sind. Wer war der zweite Spieler? Der Aaron Böhm, ich weiß gar nicht, ob der noch was sagt. Der hat sich nach einem halben Jahr dann, als wir dort waren, relativ schlimm verletzt. Hat sich mehrere Bänder gerissen, glaube ich, und am Knie noch irgendwas kaputt gemacht und war dann ewig lang raus und ist dann nie wieder zurückgekommen eigentlich letztendlich. Deswegen war ich nach einem halben Jahr dann der Einzige, der noch dort war. Einzige in einem Jahr. Und hatte mehr oder weniger, also erstmal immer ältere und meistens bessere Trainingspartner dadurch auch. Und hatte auch immer eigentlich einen Trainer für mich letztendlich, weil es wurde damals mehr oder weniger gesagt, dass jeder Jahrgang eigentlich immer einen Trainer an die Seite gestellt bekommt. Dadurch, dass ich halt alleine war, hatte ich das Privileg, einen eigenen Trainer zu haben. Hatte eigenes Fitnesstraining meistens dann sogar. Wahnsinn. Beim Ralf Apfel, der glaube ich auch immer noch dort ist in der Base. Bei mir war es dann so, dass nach 1 oder 2 Jahren ich notgedrungenermaßen eigentlich einen Trainer wechseln musste, weil der Bernhard Nohr leider Krebs hatte dann und eine Zeit lang nicht auf den Platz konnte. Zwar alles gut überstanden hat, aber dann einfach nicht mehr auf dem Platz präsent sein konnte und dadurch musste ich notgedrungenermaßen Trainer wechseln. Verständlich, ja. Und habe dann die nächsten Jahre eigentlich fast bis ich dann aus der Base raus bin, letztendlich beim Lukas Wolf trainiert. Mit dem ich dann, bis ich 18 wurde, auch mehr oder weniger 1:1 zusammengearbeitet habe mit 1, 2 anderen Spielern noch, die dann auch bei ihm in der Betreuung waren. Das hat sich dann auch, je älter man wurde, ein bisschen mehr geändert. Da war dann nicht mehr so jahrgangsspezifisch der Trainer da, sondern das waren dann eher so kleine Gruppen von 2, 3, 4 Spielern im Jugendbereich, wo der Trainer für verantwortlich war. Und das hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert, zumindest über eine gewisse Zeit lang. Es gibt dann ja letztendlich immer Gründe, warum man dann aus so einer Akademie rausgeht. Und bei mir war es einfach so, dass ich den Fortschritt dann nicht mehr gesehen habe. Und noch 1, 2 andere Probleme, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass ich dann raus bin da und dann was Neues gesucht habe. Okay, aber bevor du mir vielleicht verratest, was ein paar Gründe sind, kannst du vielleicht darauf eingehen, wie so eine Trainingswoche aussah in der Tennisbase? Weil ich denke mal, viele Leute wissen erst gar nicht, wie so ein Profi trainiert, weil ihr seid dort, wenn ihr dort seid ihr Tennisprofis. Egal, ob ihr jetzt ein ATP-Ranking habt oder als Frau ein WTA-Ranking oder als Junior ein ITF Juniors Ranking, ist völlig wurscht. Dort trainieren heißt, du bist Profi, du bekommst die professionellen Bedingungen dort. Ausgebaut haben sie es auch. Also ich würde mal sagen, die Facility dieses Komplex ist
auf einem sehr, sehr hohen Standard. Ich würde sagen, mit das Beste wahrscheinlich, was es gibt in Europa. Ich glaube, recht viel besser wird es nicht mehr werden. Also ich glaube, das hast du nur noch in Akademien, wo halt dann dich dumm und dämlich zahlst. Ja, so eine Muratoglu-Akademie dann natürlich, die haben dann auch ich weiß nicht, was die kosten, habe ich nie nachgefragt. Das wird nicht ganz billig sein, denke ich mal. Ja. Aber die haben natürlich dann auch Riesenkomplexe da, wo sie riesen Anlagen haben, ewig viele Tennisplätze und alles Mögliche, klar. Aber für so einen Stützpunkt von einem Verband eigentlich richtig gut. Glaube ich, besser wird's nicht. Ja. Also. Aber nochmal, Trainingswoche. Letztendlich mal, um es zu unterscheiden, es gab einmal die Trainingswoche als Junior, wo ich noch in der Schule war, die auch tough genug war, wenn man mal zurück überlegt an seine Schulzeit. Die meisten Leute sind in die Schule gegangen, sind am Nachmittag heimgekommen, haben sich irgendwie mit Freunden getroffen, vielleicht noch ein paar Hausaufgaben gemacht und gut war's. Bei mir war es eigentlich jeden Tag so, ich war in der Schule, meistens dann in der Oberstufe bis 15 Uhr oder sogar bis 17 Uhr. Bin danach dann von meiner Mutter abgeholt worden, bin in die Base gefahren. Also 8 Uhr fängt es an, also kannst du nicht in der Früh trainieren. 8 Uhr Schulstart, genau, 8 Uhr Schulstart. Okay. Und ich habe zumindest mal, bis ich in der 12. Klasse war, in der 12. hat sich mal ein bisschen was geändert. Wie gesagt, die Schule war da sehr kulant bei mir. Die haben tatsächlich den Stundenplan mehr oder weniger nach mir ausgerichtet, sodass ich Freitag keinen Unterricht mehr hatte dann. Und dann in der 12. freitags auch trainieren konnte, den ganzen Tag. Aber jetzt mal normaler Schultag war also von 8 bis 15 Uhr, sage ich mal im Schnitt. Dann bin ich von meiner Mutter abgeholt worden, habe im Auto gegessen, bin nach Oberhaching gefahren direkt, habe mich dort umgezogen und bin direkt dann in Fitnessbereich eigentlich gegangen zum Aufwärmen, weil ich dann normalerweise von 16 bis 18 Uhr Tennistraining hatte und dann von 18 bis 19 Uhr eine Stunde Fitnesstraining. Je nachdem, wie ich körperlich dann gerade da stand, war eventuell noch Physio sogar danach oder eben auch nicht mehr. Wenn kein Physio mehr war, bin ich um 19 Uhr dann nach dem Fitnesstraining schnell duschen gegangen, heimgefahren wieder, war dann so um kurz vor 8 zu Hause. Habe dann gegessen, dann noch Schularbeiten irgendwie erledigt und war dann so um, 21:30 Uhr, 21 Uhr vielleicht irgendwo fertig mit dem Tag. Hatte eigentlich aber wenig Zeit, um irgendwas anderes zu machen. Also letztendlich war der Tag mit Schule und Tennis gefüllt. Wahnsinn, ja. Und das 5 Tage die Woche, also das ging einfach so durch. Wochenende dann meistens Turniere, irgendwelche nationalen Turniere oder wenn dann internationale Turniere waren dann auch Qualis oder Anreise auf jeden Fall frühzeitig schon. Von dem her, der Plan war voll, ich sag's mal so. Und als ich dann 18 wurde, beziehungsweise als ich mein Abitur dann fertig hatte und nicht mehr in die Schule musste, war es dann letztendlich so, dass da bin ich dann meistens mit der Bahn nach Oberhaching gefahren, damit meine Mutter dann nicht noch weiter ewig hin und her fahren musste. Bin dann morgens meistens so um kurz vor 8, glaube ich, losgefahren, damit ich dann um halb, dreiviertel 9 sowas dort war. Dann haben wir normalerweise so ein gemeinschaftliches Warm-up gemacht, dann Fitnesstraining eine Stunde von 9 bis 10, dann von 10 bis 12 die erste Einheit Tennis, dann hatten wir Mittagspause 2 Stunden, wo wir dann meistens in einer kleinen Gruppe essen gegangen sind oder dann auch oben im Internat, wo die internen Spieler, die eben dort gelebt haben, ihre Küche hatten. Da haben wir dann was kochen können, hin und wieder auch. Ja, und dann ging es um 14 Uhr normalerweise weiter mit Tennistraining wieder. Das heißt, so um 13:30 Uhr, 13:40 Uhr ging es spätestens dann wieder los mit Aufwärmen. 14 Uhr Tennistraining bis 16 Uhr, 2 Stunden wieder. Dann eine Stunde Fitness nochmal am Abend, sodass wir dann um 17 Uhr fertig waren. Dann war es im Profibereich meistens schon so, dass man noch so an, ich sag mal, 2, 3 Tagen die Woche Physio hatte. Sodass man dann, weiß ich nicht, so um 18 Uhr, je nachdem wie der Physioplan dann auch war und wie er Zeit hatte gerade, 18 Uhr, 18:30 Uhr, mal vielleicht auch später um 19 Uhr oder sowas fertig geworden ist und dann nach Hause gefahren ist wieder. Ja, ist auch wieder der Tag, um zu Hause Abend zu essen. Und dann war es auch wieder an einem Tag, wo vielleicht kein Physio war man vielleicht mal um 18:30 Uhr sogar schon zu Hause. Ansonsten halt um 20 Uhr, 19:30 Uhr, irgendwie sowas. Also kann man eigentlich so ein bisschen vergleichen mit so einem Arbeitstag von einem normalsterblichen Erwachsenen. Also es ist auf jeden Fall 6,5 Stunden Sport am Tag. Dann kommt noch Physio dazu. Also man hat schon so sicher auch einen 7 Stunden Arbeitstag, sage ich mal. Ja. Genau. Also schon wie ein normaler Arbeitstag beim Büroangestellten oder was auch immer letztendlich. Genau. Ja. Und du machst dann auch Sport. Also du betätigst dich geistig und körperlich, was ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber Leute, die dann im Büro arbeiten,
die körperliche Komponente kommt halt dann weniger zum Vorschein. Ja, aber wir sind jetzt noch bei der Tennis Space in Oberhaching. Was wäre so, wenn ich dich jetzt frage, Kai, sag mir mal, was hast du aus der Tennis Space mitgenommen? Weil es sind so immer so Chapter im Leben, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt beendet. Jetzt zum Beispiel bei vielen ist es die Schule, okay, damit habe ich beendet. Das war positiv, das war negativ und es geht weiter im Leben. Was waren so Sachen, wo du sagst, ey, die Sache habe ich definitiv mitgenommen. Vielleicht mache ich es heute noch immer noch. Ja. Ja, also